Es gibt 11 Fehler, die du deiner Katze niemals antun darfst. Viele davon passieren ganz unbewusst im Alltag. Wusstest du zum Beispiel, dass du ohne es zu merken Flöhe und Wurmeier einschleppen kannst? Oder dass übertriebene Hygiene eine von mehreren gut gemeinten, aber katzenfeindlichen Routinen ist, die mehr schaden als nützen? In diesem Video zeige ich dir 11 Dinge, die du deiner Katze niemals antun solltest, inklusive versteckter Gefahren, die sich hinter Desinfektionsmittel, Impfplänen oder der Fellpflege verbergen. Vor allem der letzte Punkt wird oft unterschätzt und kann zur echten Gesundheitsgefahr für deine Katze werden. Bleib unbedingt bis zum Schluss dran, um zu erfahren, was du deiner Katze auf keinen Fall zumuten solltest. Wenn du diesen Fehler vermeidest, schützt du nicht nur ihre Gesundheit, sondern stärkst euer Vertrauen zueinander. Fallstrick Nummer 1: Der unsichtbare Feind in deinem Zuhause. Fallstrick Nummer 1 betrifft Parasiten, die du kaum wahrnimmst. Viele denken, dass reine Wohnungskatzen vor Würmern sicher sind, weil sie keinen Kontakt zur Außenwelt haben. Doch das Risiko beginnt schon an deiner Haustüre. Wurmeier können an Schuhen, Kleidung und sogar an Händen haften. In Studien fanden Forscher Wurmeier sogar auf winzigen Erdklümpchen vom Garten. So schnell gelangt der unsichtbare Feind ins Haus. Deine Katze muss nicht einmal rausgehen, um sich zu infizieren. Diese Parasiten schwächen das Immunsystem und verursachen oft unbemerkt Verdauungsprobleme. Die gute Nachricht: Du kannst ganz einfach vorbeugen. Die Lösung ist eine regelmäßige Wurmkur, alle 3 bis 6 Monate in Absprache mit deinem Tierarzt. Denk auch daran, ein Kombiprodukt gegen Würmer und Flöhe zu verwenden, denn Flöhe übertragen ebenfalls Bandwürmer. So schützt du deine Katze zuverlässig vor diesen stillen Eindringlingen. Aber das ist nur ein Teil der Vorsorge, die wirklich zählt. Der nächste Punkt wird dich überraschen. Fallstrick Nummer 2: Wenn gesund aussehen nicht gesund sein bedeutet. Fehler Nummer 2 betrifft einen Irrtum, der viele Katzeneltern in falscher Sicherheit wiegt. Wenn deine Katze normal frisst, spielt und schläft, wirkt sie auf den ersten Blick gesund. Doch Katzen sind Meister darin, Schmerzen und Krankheiten zu verbergen. Ein Überlebensinstinkt aus ihrer Zeit als wilde Tiere, denn Schwäche macht sie einfach zur Beute. Häufig werden Symptome erst sichtbar, wenn die Krankheit schon weit fortgeschritten ist. Deshalb ist ein jährlicher Tierarztbesuch keine unnötige Belastung, sondern kann auf lange Sicht das Leben deiner Katze retten. Bei dieser Untersuchung prüft der Tierarzt nicht nur Herz, Kreislauf und Organe, sondern kontrolliert auch Zähne, Zahnfleisch und Mundgeruch. Das sind wichtige Hinweise auf versteckte Probleme. Wer zu lange wartet, verpasst die Chance, Krankheiten früh zu erkennen und leichter zu behandeln. Achte also auch auf kleine und subtile Zeichen und geh lieber einmal zu viel zum Tierarzt als zu wenig. Das trifft vor allem bei dem nächsten Fallstrick zu, den viele als harmlos abtun. Fallstrick Nummer 3: Das gefährliche Ignorieren des ersten Niesers. Fallstrick Nummer 3 betrifft ein Problem, das viele unterschätzen: das Ignorieren des ersten Niesers oder leicht tränende Augen bei deiner Katze. Schnell denkt man, es handelt sich nur um eine harmlose Erkältung, die von selbst verschwindet. Doch gerade diese ersten Anzeichen können auf Katzenschnupfen hinweisen, eine Krankheit, die sich rasch verschlimmern kann. Unbehandelte Katzenschnupfererreger wie Herpes oder Caliciviren werden unter Stress aktiviert und können chronisch werden. Besonders das Immunsystem deiner Katze ist anfällig, wenn sie ohnehin geschwächt ist. Deshalb solltest du auf Symptome wie Niesen, trübe Augen, Apathie oder Rückzug achten und das Verhalten deiner Katze im Blick behalten. Notier dir kleine Veränderungen, am besten direkt. Eine Checkliste hilft beim Tierarzt, nichts zu vergessen. Sorg außerdem für Ruhe, Wärme und ausreichend Flüssigkeit. Wenn sich die Symptome nicht innerhalb weniger Tage bessern, lieber einmal mehr zum Tierarzt als zu wenig.
Der nächste Punkt ist von Katzeneltern gut gemeint, doch geht nach hinten los. Fallstrick Nummer 4. Die gut gemeinte Gefahr im Putzeimer. Fallstrick Nummer 4 ist der Putzeimer. Viele greifen zu Desinfektionsmittel, um alles möglichst sauber zu halten. Doch übertriebene Hygiene kann deiner Katze mehr schaden als nützen. Ihr Immunsystem braucht den Kontakt mit normalen Umweltkeimen, um sich zu entwickeln und um stark zu bleiben. Heißes Wasser und ein natürliches Spülmittel genügen bei Futternäpfen meist völlig. Aggressive Chemie ist nie nötig. Scharfe Reiniger reizen die Schleimhäute und Atemwege deiner Katze, können Allergien auslösen und sind durch ihre starken Gerüche besonders belastend. Da Katzen sich ja ständig putzen, nehmen sie Rückstände direkt über das Fell auf. Das heißt also praktisch, deine Katze läuft über den Boden, den du frisch gewischt hast, mit diesen Reinigern, hat es dann an der Pfote und schlägt sich das Ganze dann mit der Zunge ab oder schlägt sich das am Fell ab. Ein moderat keimbelastetes Umfeld hält ihr Mikrobiom auf Trab. Das stärkt die Abwehrkräfte. Hast du gewusst, dass deine Katze sogar von leichtem Dreck auf dem Boden profitiert? Die beste Lösung ist oft ganz einfach. Nutze warmes Wasser, einen Schuss Essig oder einen milden Essigreiniger. So bleibt dein Zuhause sauber, ohne die Gesundheit deiner Katze zu gefährden. Der nächste Punkt bereitet deiner Katze große Schmerzen, ohne dass du es merkst. Fallstrick Nummer 5. Das stille Leiden deiner Katze. Fallstrick Nummer 5 betrifft das stille Leiden im Mund deiner Katze. Zahnschmerzen bleiben oft lange unbemerkt, weil Katzen selbst mit starken Beschwerden einfach weiter essen. Der Hunger ist einfach größer als der Schmerz. Ich hatte mal eine Katze, die trotz Zahnschmerzen ganz normal gegessen hat. Erst beim Tierarzt wurde ein fauler Zahn entdeckt, der schon ein ziemlich großes Loch hatte. Es war also extrem schmerzhaft für sie. Seitdem lasse ich ihre Zähne auch regelmäßig kontrollieren. Achte daher auf kleine Veränderungen. Kaut deine Katze plötzlich nur auf einer Seite? Speichelt sie mehr oder riecht ihr Atem unangenehm? Das sind oft die einzigen Hinweise auf Zahnprobleme. Unbehandelte Entzündungen können zu Pforl führen, was die Schmerzen dauerhaft verstärkt. Die Bakterien aus dem Mund können sich über das Blut in dem Körper ausbreiten und sogar Herz und Nieren schädigen. Lass den Tierarzt bei jedem Checkup auch in den Mund schauen. So beugst du ernsthafte Folgen vor und stellst sicher, dass deine Katze gesund bleibt. Manchmal hilft ein genauer Blick auf Routinen, um zu erkennen, was wirklich sinnvoll ist. Der nächste Punkt ist für viele selbstverständlich bei ihren Katzen, birgt aber auch Risiken für deine Samtpfote. Fallstrick Nummer 6. Der Impfautomatismus ohne nachzudenken. Beim 6. Fallstrick geht es um den Impfautomatismus. Die Erinnerungskarte vom Tierarzt flattert ins Haus und die meisten von uns machen einfach einen Termin, ohne groß zu hinterfragen, ob wirklich jede Auffrischung nötig ist. Ich verstehe, dass man Angst vor Krankheiten hat, aber unnötige Impfungen belasten auch den Kreislauf deiner Katze und können das Immunsystem sehr stressen. Die Grundimmunisierung aus Kätzchen ist selbstverständlich sehr wichtig. Doch danach sollte individuell entschieden werden. Lebt deine Katze ausschließlich drinnen, braucht sie viele Impfungen seltener oder gar nicht. Viele Tollwut-Titer-Studien zeigen, eine Tollwutimpfung reicht oft alle 3 Jahre aus, sofern kein Auslandsaufenthalt oder Freigang vorliegt. Unnötige Impfungen bedeuten unnötigen Stress und unnötige Kosten. Führe ein offenes Gespräch mit deinem Tierarzt, welche Impfungen für deine Katze wirklich wichtig und sinnvoll sind. Ein maßgeschneiderter Impfplan ist viel besser als ein starrer Rhythmus. So bleibt deine Katze geschützt, ohne unnötig belastet zu werden. Denn manchmal reicht ein kurzer Moment der Unachtsamkeit, um neue Risiken entstehen zu lassen. Punkt 7 ist eine unterschätzte Gefahr, die viele Katzeneltern fassungslos zurücklässt. Fallstrick 7. Die Tür zur Gefahr nur einen Spalt offen lassen. Manchmal reicht ein kleiner Moment der Unachtsamkeit und schon ist die Tür zur Gefahr geöffnet. Fallstrick Nummer 7.
ist die scheinbar harmlose, angelehnte Terrassentür. Deine Wohnungskatze sitzt neugierig davor, schnuppert die frische Luft und träumt vielleicht vom Abenteuer draußen. Doch sie kennt keine Verkehrsgeräusche und ein unerwartetes Geräusch oder ein fremdes Tier kann sie in Sekundenschnelle in Panik versetzen. Dann setzt der sogenannte Fluchtinstinkt ein. Das heißt also, sie rennt los, gerät in einen fremden Garten und weiß nicht mehr zurück. Kannst du dir vorstellen, wie panisch sie wird, wenn sie dann plötzlich orientierungslos ist? Die meisten Wohnungskatzen finden den Weg nach Hause nicht und verstecken sich aus Angst. Um das zu verhindern, halt die Türen und Fenster immer geschlossen. Wenn du lüftest oder die Tür öffnest, dann behalte deine Katze immer im Auge. Ich rate zu Katzennetzen oder katzensicheren Fliegengittern an den Fenstern. Möchtest du deiner Katze Frischluft gönnen, nutze einen gesicherten Balkon, ein Catio oder ein stabiles Katzengeschirr für kontrollierte Ausflüge. Auch im eigenen Zuhause lauern oft unterschätzte Gefahren, die auf den ersten Blick harmlos erscheinen. Das zeigt dir der nächste Punkt, der im schlimmsten Fall zur tödlichen Katzenfalle wird. Fallstrick Nummer 8: Das gekippte Fenster als tödliche Falle. Ein gekipptes Fenster kann tödlich enden. Viele unterschätzen, wie gefährlich dieser schmale Spalt wirklich ist. Katzen sind neugierig und versuchen, durch die Öffnung zu klettern. Dabei rutschen sie in diesen Keil vom Fenster und bleiben stecken. Das sogenannte Kippfenster-Syndrom. Rahmen und Glas drücken dabei an den Hals und die Brust, was oft fatal endet. Die Katze gerät in Panik, strampelt und zieht sich immer tiefer in diesen Keil rein. Das kann zu inneren Verletzungen, Quetschungen von Organen, Lähmungen oder sogar Ersticken führen. Selbst wenn der Spalt klein wirkt, sind Katzen so beweglich, dass sie sich trotzdem hindurchzwängen. Viele Unfälle passieren, weil man die Gefahr unterschätzt oder das Fenster nur kurz offen lässt. Lasse deshalb ein gekipptes Fenster in einem Raum mit deiner Katze niemals unbeaufsichtigt. Ein geprüfter Kippfensterschutz erfüllt Sicherheitsnormen. Schnur- und Hakenlösungen hingegen bieten keinen Garantieschutz. Mit einem stabilen Schutzgitter oder Netz kannst du dieses Risiko vollständig vermeiden. Nicht alle Risiken sind auf den ersten Blick sichtbar. Manchmal entstehen sie gerade dann, wenn wir es besonders bequem haben wollen. Das gilt vor allem für den nächsten Punkt. Fallstrick Nummer 9: Die Autofahrt, die zum Albtraum wird. Eine Autofahrt mit deiner Katze wird schnell zum Albtraum, wenn sie nicht richtig gesichert ist. Fallstrick Nummer 9: Die Katze sitzt lose im Auto, vielleicht sogar auf deinem Schoß. Das wirkt sehr praktisch, ist aber extrem gefährlich. Bei einer abrupten Bremsung kann sie durch das ganze Auto geschleudert werden. Gerät sie in Panik, kann sie dich ablenken und so einen Unfall verursachen. Nach dem Paragraph 23 der Straßenverkehrsordnung müssen Tiere im Auto gesichert sein. Allein fürs Bußgeld willst du das sicher vermeiden. Für deine Katze ist die Fahrt ohne Rückzugsort enormer Stress. Eine stabile, festgeschnallte Transportbox ist die einzig sichere Lösung. Mach die Box zu einem vertrauten Ort. Lass sie offen in der Wohnung stehen, leg eine weiche Decke und bekannte Spielsachen rein. Eine Box mit weicher Decke und vertrauten Düften reduziert den Stress messbar. Belohne deine Katze auch mit Leckerlis, wenn sie freiwillig hineingeht. So wird jede Fahrt weniger Albtraum und mehr Abenteuer. Sicher für dich und deine Katze. Manche Dinge wirken auf den ersten Blick selbstverständlich, aber gerade bei der täglichen Pflege deiner Katze lohnt sich ein genauerer Blick. Das beweist der nächste Punkt. Fallstrick Nummer 10: Wenn die Selbstpflege nicht mehr ausreicht. Viele verlassen sich darauf, dass ihre Katze ihr Fell alleine perfekt pflegt. Doch Fallstrick Nummer 10 zeigt, dass das nicht immer genügt, besonders bei langhaarkarten älteren Tieren oder Katzen mit etwas mehr Gewicht. Sie kommen oft nicht mehr an alle Stellen heran. Ohne Hilfe bilden sich Filzplatten, die zu Ekzemen oder Hautpilz führen können. Diese Verfilzungen
ziehen an der Haut, verursachen Juckreiz, Entzündungen und machen das Fell anfällig für Parasiten. Auch Rückenschmerzen, Stress und Verdauungsprobleme durch Haarballen sind mögliche Folgen. Regelmäßiges Bürsten verhindert solche Probleme und hält die Haut gesund. Ich nehme mir jeden Abend 5 Minuten, spiele sanft mit der Bürste und gebe ein Leckerli danach. So wird die Fellpflege für meine Katzen zum festen, angenehmen Ritual. Nutze eine weiche Bürste wie den Tangle-Teaser. Viele Katzen entspannen dabei richtig gut. Besonders während des Fellwechsels lohnt sich die zusätzliche Pflege, denn dann verlieren Katzen besonders viele Haare. Wer auf kleine Veränderungen achtet, kann das Wohlbefinden seiner Katze deutlich verbessern. Manchmal steckt die Lösung für mehr Zufriedenheit schon in den einfachen Alltagsroutinen. Und der letzte, aber meiner Meinung nach am meisten vernachlässigte Punkt. Fallstrick Nummer 11. Die Botschaft im schmutzigen Katzenklo. Jetzt geht es um den einen Fehler, der vielen Katzeneltern gar nicht auffällt: das schmutzige Katzenklo. Katzen haben einen ausgeprägten Sauberkeitssinn und reagieren sehr, sehr empfindlich auf unangenehme Gerüche oder verschmutztes Einstreu. Für sie ist ein schon einmal benutztes Klo oft schon zu schmutzig. Wenn Kot oder Urin zu lange liegen, sucht sich deine Katze einen anderen, sauberen Platz. Und das kann schnell mal das Sofa oder der Wäschekorb sein. Das ist kein Protest, sondern ein ganz natürlicher Instinkt. Um das zu vermeiden, solltest du mindestens 3-mal täglich Kot und Urin entfernen. Am besten morgens, mittags und abends. Oder natürlich, wenn du den ganzen Tag weg bist, morgens, abends und bevor du ins Bett gehst. Ein sauberes Klo spart dir Stress und peinliche Pfützen auf dem Sofa. Einmal im Monat solltest du das Klo komplett leeren und gründlich auswaschen. Stell das Klo an einen ruhigen, gut erreichbaren Ort, möglichst nicht direkt neben der Waschmaschine oder den Futternäpfen. Kleine Änderungen im Alltag können viel bewirken, wenn es um die Bedürfnisse deiner Katze geht. Jetzt kennst du die 11 häufigsten Fallstricke und weißt, wie du sie vermeidest. Die meisten dieser Fehler entstehen nicht aus Absicht, sondern weil wichtige Infos fehlen. Und genau das kannst du jetzt ändern. Abonniere, wenn du mehr wertvolle Tipps rund um Katzenpflege willst, und schreib in die Kommentare, welcher Fallstrick dich am meisten überrascht hat. Teile deine Erfahrungen, damit wir alle voneinander lernen können. Danke, dass du mit diesem Wissen deine Katze schützt.